Servus Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge meines Formats Fußballschuh News, bei dem wir euch zeigen wollen, was sich so alles in der Welt der Fußballschuhe tut. Und heute geht es um Cristiano Ronaldo, der auf seine neuen Fußballschuhe reagiert. Das wollen wir uns gemeinsam mal genauer anschauen. Aber es sind noch weitere Schuhfelder dabei, beispielsweise der Predator, auch mal wieder Mesut Özil am Start. Also seid gespannt, viel Spaß beim Video und let's go! Also Leute, ihr kennt das Format jetzt mittlerweile hoffentlich. Es geht hier um die Fußballschuh-News, sprich, was tut sich so in der Welt der Fußballschuhe, was ihr mittlerweile auch wissen solltet. Wir nehmen mal direkt als erstes Beispiel den Aufhänger des Videos, sprich, wir wollen den Zuschauer nicht unnötig auf die Folter spannen, sondern wir starten einfach mal direkt mit Cristiano Ronaldo, der uns so mit zu seinem neuen Siganture Schuh nimmt. Den kennt ihr hoffentlich schon aus den letzten Folgen, und zwar die Rede ist vom Nike Superfly 7 Safari. Das Besondere an diesem Fußballschuh ist, das wurde quasi als Jubiläum zum 10-jährigen von Nike und CR7 als Remake-Schuh nochmal hervorgebracht. Sein allererster Signature-Schuh war der Superfly 2 mit Safari. Seht ihr auch hier hoffentlich im Hintergrund an der Bootwall. Haben wir auch schon ein cooles Video drüber gemacht, einfach mal zu gucken, wie groß ist die Entwicklung in diesen 10 Jahren gewesen. Und genau auf diesen Fußballschuh reagiert Cristiano Ronaldo in seiner Insta-Story. Ich dachte, das wäre mal perfekt, um das hier rauszuholen, und das schauen wir jetzt mal gemeinsam an. That was a great feeling. I remember very well, and it was very good moments for me. It's a dream coming true, because when you feel in the street, kids play with your boots, they want to be like you, and I try to be example inside the pitch, to score goals and to do things for the fans, because without fans we are nothing. The boots means a lot to me. The shape of the boots, the color was amazing, and it mixed up with my style, you know. I like it when I wear something different than the other players. I have to be honest. Well, amazing. I think the boots is fantastic. It's kind of the same reaction that when I had for the first time the other boots, Safari, 10 years ago. My feeling is the same. It's so exciting. Okay, also Ronaldo ist sichtlich begeistert von dem Remake-Fußballschuh. Für mich auch interessant, mal zu hören, wie das tatsächlich ist, wenn man seinen eigenen Fußballschuh hat. Und ihr hört, Cristiano Ronaldo sagt es auch. Ist natürlich was Cooles, wenn man quasi Fußballschuhe trägt, die sonst keiner hat oder sonst keiner bekommt normalerweise. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr krasses Gefühl, und Cristiano Ronaldo hat es auf jeden Fall verdient. Der ist einfach extrem krass, die letzten 10 Jahre einfach immer am Fließband abgeliefert, und auch ich glaube, die Zusammenarbeit mit Nike wird sehr zufriedenstellend sein für Nike, da CR7 eigentlich der eigentlich die beste Figur überhaupt ist im Bereich Fußball und auch der bekannteste Fußballer der Welt logischerweise. Ihr habt es aber im Intro auch gehört, das soll natürlich noch nicht alles gewesen sein, sondern wir haben noch weitere Fundstücke und machen hier mal weiter mit Lacazette von Arsenal. Der wurde im Training bzw. auch im Spiel mit dem Hypervenom Phantom 3 gesichtet, sprich einem älteren Fußballschuh. Vor kurzem haben wir auch den Nike Phantom von Neymar im Video gehabt. Ich weiß nicht, ob man das gerade auf dem Blickwinkel sieht, aber ihr kennt es auch nicht aus dem Video. Den habe ich mir da aus Dubai bestellt. Aber für mich immer noch der Hypervenom, einer der besten Fußballschuhe, die es gab von Nike, was ich sehr schade finde, dass es sie nicht mehr gibt. Ich glaube, das sehen auch viele von euch so, dass es einfach extrem schade ist, dass es den Hypervenom nicht mehr gibt, wurde damals vom Phantom Vision und Phantom Venom ersetzt. Dazu gibt es übrigens bald auch eine Neuigkeit, es kommt nämlich ein neuer Schuh raus, den habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Der wird aktuell von den Profis in der Blackout-Variante getestet, dass wir nicht sehen, wie der Schuh aussieht. Und den haben wir tatsächlich dann auch im Review, sprich als erster deutscher YouTube-Kanal werdet ihr den Schuh bei mir sehen. Falls ihr das nicht verpassen wollt, jetzt schon mal abonnieren. Machen wir weiter mit einem guten Kumpel, kann man sagen, und zwar mit Güngogan. Der wurde jetzt im Spiel bei Man City nicht mit dem neuen Predator 20.1 gesehen, sondern er spielt tatsächlich wieder den 19.1 Predator ohne das Demon Skin Upper. Ja, finde ich extrem krass, das zu sehen, weil er eigentlich, weil das auch unter Vertrag ist, was die Fußballschuhe angeht, aber er sich scheinbar mit Predator 19.1 wohler fühlt. Kumpel deshalb, weil wir ja mit Güngogan schon drehen durften. Für mich einer der sympathischen Typen, was ich im Bereich Spieler bisher kennenlernen durfte. Mega nett gewesen, sehr cool drauf. Dann in Berlin das DFB-Trikot präsentiert und haben dazu auch ein paar Tricks aufgenommen.
Leider darf ich es noch nicht zeigen, ist schon freigegeben, aber ich darf es noch nicht veröffentlichen. Das Video kommt aber natürlich auch noch. Dann wird es ein Skill Battle David vs. İlkay Gündogan geben. Also bleibt auf jeden Fall dran und verpasst ihr das nicht. Machen wir mal noch weiter. Und zwar habt ihr mir auch relativ häufig geschrieben. Und zwar zu Mesut Özil. Der war jetzt auch schon, glaube ich, zweimal zu Gast in dieser Serie. Der wurde jetzt mit dem Nike Mercurial Vapor 12 SE gesichtet. Einen sehr, sehr coolen Colorway, limitierten Colorway, weiß-gold. Feiere ich unnormal, dass Mesut Özil jetzt den Vapor wieder hat. Bevor er bei Adidas unter Vertrag war, da war er lange jetzt unter Vertrag, hat dort den Predator getragen, war er vorher schon mit dem Vapor unterwegs, wie gesagt, bevor der Vertrag mit Adidas eingegangen ist. Der Vertrag wurde nicht fortgeführt zwischen Adidas und Mesut Özil. Dazu gibt es aber keine Äußerung, warum das der Fall ist oder ja, was da passiert ist, genauer gesagt. Aber wie ihr seht, Mesut Özil ist jetzt wieder zurück bei den Nike Fußballschuhen. Würde mich mal interessieren, ob er sich einfach wohler fühlt mit dem Vapor oder nach dem Motto, dass er jetzt so ein bisschen gekränkt ist, weil Adidas den Vertrag nicht fortführen will, aber man weiß ja nicht, von welcher Seite es tatsächlich dann kam. Auf jeden Fall sehr, sehr cool zu sehen, mit einem extrem coolen, limitierten Vapor 12 steht Mesut Özil, finde ich auf jeden Fall. Machen wir weiter mit einer Zuschauereinsendung. Ihr wisst, wenn ihr mir einen coolen Schuh schickt, den ich noch nicht gefunden habe, kommt ihr logischerweise in diese Folge mit rein. Deshalb natürlich auch den Shoutout hier an Yoba_07. Er hat mir den neuen Puma Future geschickt und zwar in einem sehr, sehr geilen Colorway. Ich kann es euch hier mal einblenden. Und zwar haben wir hier den neuen Puma Future 5.1 Netfit mit einem schwarz-gelben Colorway. Man sieht am Fersenende eine Biene. Ich finde vor allem die Sohle extrem krass. Wir haben hier eine schöne wabenähnliche Sohle. Sieht ultra krass aus. Auch die Schnürung, also ich muss sagen, feiere ich mega. Ich bin ja generell ein großer Fan vom Puma Future, aber muss sagen, dass dieses Colorway mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefällt. Ich hoffe, ihr kennt auch das letzte Colorway. Ich zeige es euch nochmal. Hier haben wir das aktuelle Colorway aus dem Puma Rise Pack. Finde ich vor allem aus der Chrome-Sohle und diesen zweigeteilten extrem gut. Dazu haben wir auch vor kurzem nochmal ein Review gemacht, einfach zu erklären, warum dieser Schuh mit dem Obermaterial zum einen der besten, was das Thema Komfort angeht, gehört. Checkt es auf jeden Fall nochmal aus, wenn ihr das euch, wenn ihr Fragen zum Schuh habt quasi oder überlegt euch den Schuh zu holen, schaut das Video gerne mal vorher an. Übrigens, das Lounge Colorway oder das blaue Colorway gibt es mittlerweile auch schon reduziert. Lohnt sich auf jeden Fall dann eher auf das vorherige Colorway zurückzugreifen, wenn man Geld sparen möchte. Ansonsten auf jeden Fall optisch einer meiner Favorites das hier. Aber ich muss sagen, der gelbe Future, der gelb-schwarze Future sieht auf jeden Fall cool aus. Das ist ein Exklusivschuh, sprich, da wurde mit einem Sportartikelhersteller, den Namen kann ich jetzt leider nicht sagen, wurde quasi der Schuh exklusiv entworfen, kann man auch nur dort erwerben, wird es sonst nicht zu kaufen geben, sprich, das ist ein Exklusiv-Release. Das war es aber noch nicht für die heutige Folge. Wir haben hier nochmal 2 weitere. Und zwar war ich am Sonntag noch auf Instagram unterwegs und da hat hier Paris mal wieder gespielt und Neymar kam logischerweise zum Einsatz. Und in der Insta-Story habe ich dann einen sehr, sehr coolen Fund gehabt. Ich blende euch erstmal kurz das Video ein. Und zwar sehen wir hier den Platz von Neymar Junior mit seinem Nike Vapor 13 Vapor Plasmatico. Und wenn wir gleich nochmal auf das Bild eingehen, sieht man, dass Neymar auf jeden Fall den Schuh mittlerweile wieder mit Schnürung spielt. Ihr habt das ja vielleicht in der Folge gesehen, wo wir geguckt haben, warum spielt er den Vapor 13 jetzt laceless. Das lag scheinbar echt an der Bandage oder an einer Verletzung. Man sieht aber auch, dass der Schuh auf jeden Fall eingespielt ist. Das Obermaterial ist schon ja, braun, kann man sagen. Aber es macht auch Sinn, den Schuh eingespielt zu spielen. Es gibt ja manche Profis, die wechseln den Schuh tatsächlich nach jedem Spieltag. Das ist aber sehr, sehr selten. Ja, Neymar hat ihn auf jeden Fall ordentlich eingespielt, was sehr, sehr cool ist, dass er den Schuh mittlerweile wieder mit Schnürung spielt und ich glaube, dass der auf jeden Fall Spaß daran hat. Wir haben jetzt nochmal einen Fall und zwar, was ich sehr, sehr cool fand, das mal zu sehen, und zwar haben wir Nicolas Pepe von Arsenal mit der New Balance für den V5, sprich endlich mal einer der New Balance Fußballschuhe neben Sadio Mané spielt. Das Spezielle hieran ist allerdings, dass es nicht das aktuelle Colorway ist, beziehungsweise der aktuelle Fußballschuh, der New Balance 4 und V6, der nochmal deutlich besser ist, sondern er spielt den Schuh tatsächlich als V5, sprich als Vorgängervariante, was
warum das der Fall ist und welcher Gedanke dahinter steckt, wird mich auf jeden Fall mal interessieren, weil ich denke, New Balance ist auf jeden Fall scharf drauf, so einen Spieler unter Vertrag zu nehmen. Allerdings macht es nur Sinn, wenn er dann den aktuellen Fußballschuh spielen würde, weil für New Balance ist es relativ uninteressant, den alten Schuh zu promoten, wenn man einen neuen draußen hat. Ja, kann ich nicht ganz nachvollziehen, vielleicht fühlt er sich in dem Schuh einfach wohler, aber auf jeden Fall sehr, sehr cool zu sehen, dass auch New Balance langsam aber sicher immer mehr Credit bekommt. Vor allem bin ich mal gespannt, wer mit dem Tequila V3, dem Laceless Fußballschuh, den haben wir ja auch schon exklusiv getestet, wer damit als nächstes auflaufen wird, beziehungsweise welcher Profi man damit mal sehen wird. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan mittlerweile vom New Balance 4 und V6, sehr, sehr softes Gummimaterial. Da habe ich mir überlegt, auch mal ein Video zu machen zu den besten Speedproof-Fußballschuhen, sprich zu den besten Fußballschuhen für schnelle Spieler. Das soll auch mal noch ein Video kommen, wo wir die Speedproofs miteinander vergleichen. Das wird nächste Woche definitiv online kommen. Falls ihr das sehen wollt, wisst ihr natürlich gerne mal Feedback da lassen. Bin auf jeden Fall mal gespannt, was sich da noch tun wird zwischen New Balance und Pepe. Sehr, sehr cool zu sehen auf jeden Fall. Und wie gesagt, hier nochmal den Aufruf, falls ihr Fußballschuhe draußen seht, wo ihr merkt, okay, das ist relativ untypisch oder was steckt dahinter und ihr Fragen habt, schickt es mir gerne auf Instagram, dann seid ihr vielleicht bei der nächsten Folge dabei. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir wieder genug von den aktuellen News in der Welt der Fußballschuhe. Das war es auch schon wieder zur heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Fußballschuh-Fundstücke habt, wie in dieser Folge, könnt ihr gerne natürlich meinen Link in der Beschreibung auschecken. Da kommt ihr zu meinem Instagram-Account, da könnt ihr mir gerne die Bilder zuschicken. Dann seid ihr vielleicht schon in der nächsten Episode am Start. Genauso könnt ihr natürlich einen Kommentar da lassen, was wollt ihr als nächstes sehen, welchen Fußballschuh sollen wir testen, welchen Trick soll ich erklären oder welches Format soll kommen. Ist auf jeden Fall einiges angeplant, also seid gespannt. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die 20.000. Das Gewinnspiel wird am Wochenende ausgewertet. Ich möchte gucken, wer zuerst da, und wir werden tatsächlich sogar noch einen verlosen, so unter den normalen Abonnenten, einfach so als Dankeschön, und das nächste Gewinnspiel ist bereits geklärt, also seid gespannt. Abonniert den Kanal auf jeden Fall, dann verpasst ihr das Gewinnspiel auch nicht, das wird die kommenden Tage auch schon passieren. Also bis dahin, bleibt sportlich. Vielen Dank für euren aktiven Support. Bis dahin, haut rein und ciao.